Ich bin Siham und meine Welt besteht aus meinem Glauben und meinen Träumen. Ich praktiziere meinen Glauben jeden Tag und er gibt mir Halt und Hoffnung. Ich bin Michelle und meine Welt besteht natürlich aus mir. Aus Sport, Familie und Freunden und natürlich auch aus meinen Haustieren. Gerade in der heutigen Welt schätze ich meinen Glauben sehr. Neben meinem Glauben spielt mein Traum, Ärztin werden, auch eine riesige Rolle. Ich habe mich von der Sek B bis U gearbeitet an der Uni und mache diesen Sommer die Aufnahmeprüfung zum Medizinstudium. Für mich gibt es nur das, schon seit einigen Jahren. Einen Plan B kenne ich nicht. Ich beschäftige mich sehr viel mit meinem Körper und ich nutze wirklich fast jede freie Sekunde in der Freizeit, um dieser Leidenschaft nachzugehen. Allgemein mache ich viele sportliche Aktivitäten. Ich mache das vor allem auch, um mich wohlfühlen in meinem Körper, weil das war nicht immer der Fall war. Ich tue auch gerne leidenschaftlich schiessen. Es gibt mir auch sehr viel Energie und Stärke, die ich als Frau heutzutage auf jeden Fall brauche, weil ich halt schnell abgestempelt werde. Aber mittlerweile habe ich eine gute Portion Self-Love gefunden, würde ich jetzt einmal behaupten. Ich glaube, schlussendlich ist das Leben für mich selber wie auch eine Schule. Ich lerne extrem viel jeden Tag. Allein durch mein Auftreten werde ich in Situationen eingerührt, wo ich gar nicht sein möchte. Aber ich räume auf jeden Fall recht viel Steine aus meinem Weg. Ich mache mich heute sehr gerne schön vor dem Spiegel, egal ob es eigentlich für mich ist oder für auf Social Media, im Ausgang oder auch für Fotoshootings. Etwas, was mir mega wichtig ist, ist, dass ich unabhängig bleibe und meinen Weg gehen kann, ohne irgendwelche Einschränkungen. Ich lerne mega gerne neue Menschen kennen und bin auch schon mega neugierig, auf wer ich heute treffe. Und gespannt, was diese Person über mein Leben meint. Ich freue mich einfach mega, jemanden zu treffen, der ganz anders tickt als ich. Aber ich muss auch sagen, ich bin schon ein bisschen nervös davor. Ich bin Michelle, ich bin 21, komme aus dem Aargau, bin dort auch aufgewachsen. In meiner Freizeit tue ich sehr viel Modeln. Ich mache auch sehr viel Sport. Ich arbeite momentan eigentlich im Detailhandel. Mein Name ist Siham, ich bin 21, ich wohne in Zürich. Ich habe jetzt vor kurzem die Passerelle abgeschlossen. Ich möchte im Sommer mit dem Medizinstudium anfangen, wenn alles klappt. Und mache auch gerne Sport. Ich würde mega gerne mal anfangen lernen reiten. Das ist der Koran. Das sieht so aus, man hat hier die arabische Schrift. Und das liest man von dieser Seite aus. Ja. Und da die deutsche Übersetzung dazu. Und meine Verbindung dazu, also ich bin Muslima und ich folge an der Religion, also am Islam. Und der Koran hat eine sehr wichtige Bedeutung in der Religion. Das heisst, du liest jeden Tag so in dem, oder? Ich sollte. Ich schaffe es nicht, jeden Tag einzuhalten. Und das Kopftuch trägst du immer, oder? Genau. Und es war so, am Anfang war es mega lustig. Ich habe mega so ein bisschen gefreestylt. Also zuerst habe ich mit dem Turban angefangen, dann hatte ich so die Franzle draussen und bin einfach so in die Schule gegangen. Ja. Ich hatte recht lange eine Probierphase, aber so mit 17 habe ich dann wirklich verstanden, was bedeutet Kopftuchträgerin sein. Weil es kommt ein bisschen mehr dazu. Es ist nicht nur das Kopftuch, das du anhast, sondern auch, wie du dich verhaltest, wie du mit einem anderen Geschlecht umgehst, wie du redest. Also hat deine Eltern dir das vorgeschrieben, dass du das Kopftuch tragen musst, oder ist das ein bisschen dein eigener Wille gewesen? Gar nicht, also es war schon wirklich mein eigener Wille. Okay, ja. Also ich würde sagen, es hat meine Eltern natürlich schon mega gefreut, dass ich es anhabe. Okay, und in der Schweiz, also in der Schulzeit und so, hast du da schon irgendwelche Sachen anhören, oder? Es hat einfach mega oft von den Lehrern geheißen, zieh doch am besten das Kopftuch ab, wenn du dich bewirbst. Oder irgendwie hat die eine Berufsberatung gesagt, ja, bis ich irgendwie etwas finde, muss ich 50 Bewerbungen schicken. Oder das krasseste Beispiel ist wirklich, dass so ein älterer Herr auf mich zugestürmt ist und mir eine schlagen wollte. Ich bin mega froh, dass jemand dazwischen gegangen ist. Aber ja. Bist du irgendwie gläubig? Hast du eine Religion, die du... Ein Glauben ist schön. Ich finde auch, wir sollten einen Glauben haben und auch an diesem Glauben festhalten. Darum, ich sage schon, dass ich den Glauben habe, aber ich lebe mein Leben, wie ich es möchte leben. So, oder? Hast du dann das Gefühl, dass Muslime das Leben nicht leben, wie sie es möchten? Also... Nein, das finde ich nicht. Ich finde einfach, ich habe für mich einfach entschlossen, ich möchte jede Entscheidung selber treffen können. Weißt du, wie ich meine? Ja, da hast du absolut recht. Das ist wirklich so, wenn man halt irgendwie am Islam folgt, man hat wirklich so einen Lebensart. Manchmal denkt man auch so, ja, wie wäre es, hätte ich jetzt kein Kopftuch oder so. Ja. Aber man tut wie seine eigenen Gefühle und Interessen auf die Seite legen. Und auch wenn ich Lust in den Ausgang habe zu gehen, ich gehe nicht, weil ich weiss, es geht nicht oder ich kann das nicht machen, weil ich halt dieser Religion folge.
Also du bist jetzt einfach noch nie in Ausgang? Nein. Wow. Ich habe auch noch nie Alkohol getrunken, noch nie geraucht. Okay. Also ich muss sagen, irgendwie, es fehlt mir auch nicht so. Klar, irgendwie, wenn meine Kolleginnen irgendwelche Storys oder so erzählen, denke ich, mega lustig, würde ich auch gerne machen, aber ja, ich verspüre jetzt nicht extrem den Drang oder ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas verpasse. Wenn ich mir vorstelle, also ich gehe in den Ausgang, ich trinke Alkohol. Ja, ist schon speziell, wenn du von jemandem hörst, der im gleichen Alter ist, der wirklich sagt, hey, ich mache das nicht, ich habe das noch nie gemacht. Wie ist das so bei euch? Dürft ihr einen Freund haben, dürft ihr keinen Freund haben? Wenn ihr einen Mann heimbringt, dann ist das der Mann fürs Leben? Oder wie ist das bei euch so? Ja, also es ist, nein, du darfst keinen Freund haben. Es ist wie wieder nicht zum Spass daten. Ja. Wir daten wirklich mit der Absicht zum Heiraten. Ja. Also wenn ich jetzt möchte jemanden kennenlernen, dann wird von Anfang an eigentlich alles auf den Tisch gelegt. So, hey, look, das ist mein Ziel, ich will in diesem Jahr heiraten, ich will so viele Kinder haben. Also Ja. du bist nicht mit jemandem 8 Jahre zusammen und sagst, ja, hey Schatz, was meinst du? Sollten wir jetzt heiraten, sondern du gehst schon eigentlich mit der Intention rein. Voll. Aber es braucht mega viel Vertrauen, weil ich meine, du heiratest jemanden, den du noch nie geküsst hast. Ja. Und es ist dann plötzlich Also küssen kannst du erst, nachdem du geheiratet hast? Ja. Krass. Also haben die Männer die gleichen Vorschriften wie ihre Frauen, was Küssen etc. betrifft? Genau. Genau. Aber das ist, glaube ich, heutzutage noch schwierig. Es ist heutzutage mega schwierig, jemanden kennenzulernen, der wirklich der Religion folgt. Weil die meisten sagen, ich bin Moslem oder verzichten einfach auf Schwein. Und ja, also ich arbeite halt in einer Bar und so, in einer Shisha-Bar und ich habe dort auch viele, die sagen, ja, ich trinke einfach Alkohol, aber der Rest befolge ich. Weißt du, für mich ist das voll. Halt also es ist, genau, es sind sicher, ich würde sagen, sicher eine Minderheit. Es kommt nicht darauf an, von wo du herkommst oder was für Werte du früher hast, sondern wer bist du jetzt. Denkt man einfach, ich mache selber so viele Fehler und Gott vergibt mir. Wieso sollte ich jemandem nicht vergeben? Weißt du, was ich meine? Also mein Gegenstand? Es ist eigentlich der Unterwäsche. Ich habe ein bisschen die Verbindung mit dem, wie gesagt, ich tue gerne Modeln in meiner Freizeit. Ich finde einfach, jeder Mensch soll sich so zeigen, wie er ist. Ich finde, es muss nicht jeder so viel Haut zeigen wie ich, überhaupt nicht. Ich meine, ich höre jetzt zum Beispiel auch viel mal, ja, schau, sie ist mega bitchig, sie zeigt sich so im Internet, sie zeigt sich freizügig. Und ich persönlich finde das mega schade, weil nur weil ich ein bisschen mehr Haut zeige, heisst das eigentlich nicht, dass ich gerade ein schlechter Mensch bin oder dass ich bitchig bin. Und was heisst denn für dich sehr freizügig? Also, willst du jetzt so nur mit dem Bahnhofstrasse durchlaufen? Oder? Nein, also so schon nicht. Wenn, dann mache ich es eher so für Fotoshootings. Aber ich bin natürlich auch im Sommer. Ich trage Hotpants, ich trage bauchfrei. Hast du negative Erfahrungen gemacht? Also hast du irgendwie mal einen Moment gehabt, wo ich sage jetzt mal etwas sehr Knappes angehabt hast und aufgrund von dem jemand gefunden hat, ja, ich darf sie jetzt anlangen? Ja, also ich habe im Ausgang auch schon so eine Szene erlebt. Mein Vorteil ist einfach, dass ich durch die Kraftsport und all das Ganze halt sehr selbstbewusst bin und dann halt auch jemandem gerade direkt die Meinung sagen. Und denkst du, wenn du dich jetzt anders gekleidet hättest oder irgendwie ein bisschen mehr Stoff angehabt hättest, dass das nicht passiert wäre? Ich kann es nicht sagen. Also ich muss sagen, es ist auch schon vorgefallen, als ich mehr angehabt habe. Hast du schon mal so etwas erlebt? Oder ist das bei dir so gar nicht? Also ich finde, ich bin grundsätzlich der Meinung, es liegt am Mann. Oder genau, ja. Zum Beispiel mit meiner Kollegin rumlaufen. Also, und ich bekomme wie wenig Aufmerksamkeit, nicht viel. Also, und ich sage jetzt mal, es liegt nicht daran, dass ich nicht schön bin. Ich finde mich hübsch. Aber Dankeschön. Aber ich merke es einfach bei ihr, sie wird mega oft irgendwie von Bauarbeitern irgendetwas nachgerufen oder das Auto bleibt stehen und sagt etwas und mir passiert das wirklich nie. Ja. Aber eben, ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, es ist 100%, weil ich bedeckt bin, aber ich weiss nicht, sobald die mehr Haut sehen, haben sie einfach das Gefühl, sie haben das Recht dazu. Und ich habe das Gefühl, ich mit dem Kopftuch, und das habe ich auch schon öfters gehört, wird einfach ein bisschen mehr respektiert. Es sollte nicht so sein, aber es tut wie so ein Schleier dazwischen. Also es ist ein Stethoskop, kennst du sicher, hast sicher auch schon mal anheben. Aber hast du da in der Familie jemanden, der aus der Medizin kommt? Oder niemand. Ist das wirklich spannend? Es ist wirklich noch gar niemand, nein. Und was halten deine Eltern davon? Die freuen sich natürlich. Denkt sich, meine Tochter wird Ärztin. Okay. Ja, also meine Eltern sind beide eigentlich aus der Berufsschicht, die halt sehr tief unten ist. Also meine Mama war ja langjährige Putzfrau. Ja. Mein Vater arbeitet auch in so einer Fabrik, wo sie Salat herstellen. Also irgendwie nicht wirklich
der beste Job, sage ich jetzt Ja. mal. Wenn du überlegst, es ist einfach eine Generation weiter, hat das wir können machen. Also, ja, das macht mich selber auch natürlich stolz. Ja, Oder darfst auch sein, das auf jeden Fall. Wirst du dich auch als Ärztin sehen oder in einem Beruf, wo du langjährige Zeit investieren müsstest? Also so wie ich jetzt heute da bin, könnte ich nicht sagen, ich möchte jetzt schon einen Job, wo ich mich zu 100% darauf fixieren möchte, sondern ich möchte auch noch ein bisschen reisen. Ich möchte noch ein bisschen von der Welt sehen. Was sagst du dazu, zum Hausfrau werden? Nein. Nicht? Nein, ich bin Frau, ich bin sehr selbstständig. Ich möchte auch selbstständig bleiben, ich möchte nie abhängig sein von jemandem. Und für dich so, also ich bin als Ärztin dann... Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde, ich wäre noch gerne eine Hausfrau. Ja. Also einfach eine Hausfrau mit Doktortitel. Ja, ist Sag ich auch jetzt mal. Ich kann ein bisschen die Meinung auch von meiner Religion mit einfließen lassen. Zum Beispiel bei uns ist es so wirklich, dass wir den Mann sehen als Provider. Der für die Familie Genau, sorgt eigentlich. genau, der für uns sorgt. Genau. Also es ist so wie im Islam sehen wir das als die Pflicht vom Mann. Im Islam ist ja Polygamie erlaubt, also dass man mehrere Frauen gleichzeitig hat, maximal 4 Frauen. Und es ist halt so, es kommt wie mit verschiedenen Regelungen. Sagen wir mal, ich kaufe einer Frau ein Haus mit 4 Du musst Zimmern. allen das Genau. Gleiche kaufen. Du musst alle gleichberechtigt behandeln. Genau. Gell? Ich persönlich könnte es mir nicht vorstellen. Also ich möchte schon meinen Mann für mich haben und möchte ihn nicht auch noch teilen. Findest du es, wie soll ich sagen, findest du das fast schon extrem, dass eine Religion das erlaubt? Oder würdest du sagen, oder kannst du es irgendwo verstehen, dass ein Mann 4 Frauen haben? Ich kann mir nicht vorstellen, wieso dass man zum Beispiel sagt, dass ein Mann 4 Frauen haben sollte. Weil ich glaube, als Frau darfst du nur einen Mann haben. Genau. Das ist für mich halt mega widersprüchlich, dass ein Mann darf und eine Frau darf nicht. Weil ich bin halt so erzogen worden und aufgezogen worden, alles, was ein Mann macht, soll eine Frau auch dürfen. Und umgekehrt auch. Ja, verstehe ich. Ich finde, ein Mann und eine Frau müssen nicht gleichberechtigt sein. Ja. Ich muss jetzt aufpassen, wie ich mich formuliere. Es ist ein bisschen, Ein heikles Thema. genau, weil Ja. es ist, ich würde jetzt sagen, klar, die Grundrechte, wie eben, dass ich arbeiten darf oder dass ich in jeden Laden reinlaufen etc. Ich finde, so die Grundrechte und die Basis sollte gleich sein, die Gleichberechtigung sollte vorhanden sein. Er muss meine Bedürfnisse können stillen und ich muss seine können stillen. Und dort sehe ich keine Gleichberechtigung, sondern mehr ein Miteinander. Was ich halt wirklich schön finde, ist, wenn es für niemanden ein Verbot gibt. Ja, Dass nur die eine Partie darf und die andere Partie darf nicht. Das ist das, was ich halt wo für mich schwer ist zum Nachvollziehen. Ich verstehe auch nicht alles von der Religion. Bei gewissen Sachen denke ich mir auch so, ja, wieso ist das jetzt so? Aber weil ich eben so fest an Allah glaube, weiss ich einfach immer für mich, er möchte das Beste für mich. Oder er möchte das Beste für uns. Also der Gegenstand, den ich noch mitgebracht habe, ist eine Patrone. Ich habe eine Zeit lang im Schiesskeller gearbeitet und habe dadurch eigentlich die Liebe zu den Waffen gefunden. Das klingt ein bisschen blöd. Ich weiss, es ist ein mega umstrittenes Thema. Und ich finde es aber trotzdem sehr wichtig heutzutage, dass man die Leute halt auch aufklärt, was eine Waffe überhaupt anrichten kann. Weil so viele haben eigentlich eine Waffe daheim. Aber ich finde, man sollte halt auch wissen, dass wenn man weiss, wie mit einer Waffe umgehen, kann man sich erstens selber schützen. Man kann die um sich herum schützen. Und man kann mal verstehen, was eine Waffe überhaupt alles kann, sozusagen. Und hast du eine Waffe daheim? Ich persönlich habe keine Waffe daheim. Ich finde auch, ich brauche keine Waffe daheim, weil wenn du jemanden vor dir hast und nachher auch wirklich abdruckst, ob du dann wirklich damit leben kannst, weil du nur 2 Sekunden Angst gehabt hast, aber nachher ein Menschengewissen auf dem Leben hast, weiß nicht, ob das, also meins wäre es nicht. Ich möchte das Risiko auch nicht eingehen. Ich finde einfach gut, wenn du weißt, wie mit einer Waffe umgehen, wenn du weißt, was es für Auswirkungen kann haben, finde ich sicher gut, aber ich persönlich bräuchte keine Waffe daheim. Darf ich dich noch etwas anderes fragen? Ja. Sagen wir mal, du denkst an einen Terrorist. Ja. Was hättest du für ein Gesicht vor dir? Oder wie würde ein Terrorist für dich aussehen? Ich weiss, auf was du willst. Ich habe das Gefühl, halt, durch das, von deiner Religion aus werden viele natürlich gerade als Terroristen abgestempelt. Und darum habe ich dich auch gefragt, weil sogar ich im Unterbewusstsein, wenn ich jetzt mir jemand sagen würde, ja, wie stellst du dir einen Terrorist vor, dann würde ich auch sagen, ja,
wie Südländer, einen Bart oder einfach auch so ein bisschen, wie die Medien das darstellen. Also mich hat das zum Beispiel auch extrem geprägt, oder? Also ich habe wie auch das Bild vom Westen eigentlich, dass ein Terrorist genau so aussieht. Durch dass ich halt im Schiesskeller gearbeitet bin und so viele verschiedene Leute gesehen habe, die Waffen haben, habe ich vielleicht auch ein anderes Bild durch das, weil ich halt auch Frauen vor mir, die denen hättest du nie gegeben, dass sie schiessen. Und dann stehen die mit einem riesigen Gewehr vor dir und schiessen vor dir. Ja. Also ich glaube, durch das habe ich halt auch ein anderes Bild, weil ich mich halt genau mit dem befasst habe. Darum sage ich, ich finde das eigentlich heutzutage ist das eigentlich schon noch wichtig, weil eben durch die Medien wird auch vieles anders dargestellt, je nachdem, als welche es auch Medien ist. du folgst, Oder? ja. Also ich habe es mega spannend gefunden, mit dir zu reden, auch deine Ansichten zu hören. Und ich fände es mega cool, wenn wir mal vielleicht etwas zusammen machen. Also ich muss sagen, ich finde es auch, ich habe es mega spannend gefunden. Ich hätte noch so viele Fragen stellen und mit dir diskutieren. Ich muss aber sagen, ich finde es sehr faszinierend, obwohl wir eigentlich aus zwei voll verschiedenen Welten kommen. Irgendwie finden wir immer so ein bisschen einen Nenner und sind trotzdem ein bisschen der gleichen Meinung, was ich eigentlich mega spannend finde. Und also mich würde sehr interessieren, auch mal einen grösseren Einblick in deine Welt zu sehen. Also ich wäre sehr gerne dabei, wenn wir mal etwas machen würden. Ja, sehr gerne. Hallo! Hi Michelle. Freut mich, dass du Ja, mich auch. Dir geht's gut? Ja, danke und selber. Ja auch. Ist wieder viel Zeit Ja, vergangen. wirklich. Nein, ich bin gespannt. Du gibst mir einen Einblick in deine Welt. Genau. Let's go. Wollen wir gerade? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einem Basic Hijab-Style an. Und zwar... Also erstens noch danke, dass du mich hier mit deinem Ja, danke, dass du so offen bist. Wirklich, und alles. danke, dass du so offen bist. Und am besten machst du dir zuerst einen Dutt. Hast du es Ja. ja, super. Also einfach so ein Tiefen oder ein Höhe? Einen tiefen. Und zwar, ich habe jetzt eine andere Haarstruktur, Ja. also ich habe ein bisschen mehr Volumen. Ja. Es gibt so Haargümmeli, Bänder eigentlich, genau, wo das auch ein bisschen erzielst. So. Also es sollte wie einfach so ein bisschen, Volumen geben genau, ein eigentlich. bisschen Volumen geben, dass es... Oh wow, ja. Du hast so ein schönes Gesicht im Fall. Oh mein Gott. Es kommt gerade noch mehr zur Geltung und deine Augen, mega schön. Und dann, das ist so eben mein Alltagsteil, dann tue ich einfach eine das Seite Hintere? überrühren. Und dann... Sorry, ich sehe mich eben selber im Spiegel. Das ist schon krass. Das ist mega uncool. Oh mein Gott. Gell, das Gesicht sticht mega raus. Es ist einfach ganz anders. Ich finde, es steht dir mega im Fall. Es ist wirklich... Ich finde es mega schön. Oh mein Gott. Mega faszinierend. Findest du, es nimmt ein bisschen etwas von deiner Schönheit weg, oder? Nein, im Fall. Ehrlich gesagt jetzt nicht. Nein. Es ist einfach ganz anders, aber es ist nicht irgendwie, dass ich würde denken, es fehlt mir irgendetwas an meiner Schönheit oder so. Also hast du Lust auf einen nächsten Style? Aber eben so Lippenstift und so rot dürfen wir tragen. Wenn du es wirklich streng nimmst, dann ist auch das Schminken nicht erlaubt. Das ist wirklich ein krasses Experiment. Ja. Das ist wirklich... Würdest du dich so raustrauen? Ich glaube, raustrauen schon, aber ich glaube, es wäre schon komisch. Ja, Einfach weil ich halt auch nicht von dieser Religion so. bin. Und dass es eigentlich so mit dir macht, ist voll. mega krass. Du mich gerade so ein bisschen zurücknehmen, weißt du, so in dem Sinn. Ich finde, man sollte es auch nicht eben als Spass irgendwie anziehen, sagen wir mal, wenn man jetzt nicht gläubig ist. Ja, eben, weil du tust wirklich Du tust einfach eigentlich nach der Religion. Genau, auch wenn es nicht wirklich willst. Also es ist mega so, ich meine, wenn ich jetzt sündige oder wenn ich jetzt irgendwie ein schlechter Mensch bin, dann heisst es nicht, sie haben ist der schlechte Mensch, sondern Nein, es es ist ist- sie haben die Muslimin, die Ja. Kopftuchträgerin, der Islam ist schlecht. Ja. Und das darf man halt nicht vergessen. Das ist so. Alright, so, Nein. das wär's eigentlich. Ja. Bist du gespannt? Mega. Ja. Ich freue mich wirklich. Es ist so ein Kindheitstraum. Ja. Ich habe mir das immer als Kind schon gewünscht, zum reiten Ja. gehen. Und ich habe es noch nie gemacht. Darum, ja. Aber bist du schon mal so nahe bei einem Pferd gestanden? Oder Nein, noch gar nicht. Oh. Noch nie. Und das ist schwer. Das ist der Heaven. Und mit ihm gehen wir heute reiten. He? Ja, mit dem verbringen wir heute ein bisschen Zeit. Komm, wir schauen. Ja. Meine Familie, wir sind mehr kulturell auch nie unter Tieren aufgewachsen. Und darum ist es für mich so eine mega neue Welt. Ja, klar. Und außer Katzen zum Beispiel, Ja. die gelten im Islam mega als
rein und du solltest Katzen haben. Ja, aber, spannend, das habe ich jetzt auch nicht aber gewusst. so kulturell, also so, ja, ist das nicht so bei uns mega ein Ding. Oder meine Eltern, also meine Mami vor allem und meine Großmama wünschen sich zum Beispiel gar kein Tier Ja. daheim und so. Ja, voll. Ja, es ist so, wie soll ich es erklären? Du spürst einfach jeden Schritt. So, der ganze Körper ist so am Umschwingen. Ja. Also ich buche meine Reitstunde. Ich glaube, das war so ein Zeichen gewesen. So Momente mich auch mega wieder so ein bisschen an Allah erinnern. Also es ist einfach so, wenn du überlegst, was er alles Erschaffen. kreiert hat, was er erschaffen hat. Das tut dich wieder so, oder es erinnert mich mega wieder an meinen Glauben. Das ist so Also für mich ist es auch Dankbarkeit, weil ich Ja. so in diesem Moment habe, einfach so dankbar, Mega. dass ich auf dieser Welt so kann sein und das mega, erleben, weißt? mega. Und einfach so, wie alles miteinander zusammenhängt. Und Und wie ich alles finde halt in der Natur verspürst du so etwas viel, mega, viel mehr. so die Energie, Ja. gell? Also es gibt ja mega viele Leute, die vielleicht nicht an Gott oder so glauben. Ja. Nein.